Ah, ich bin wieder live. Schön. So, warten wir bis wir reinkommen. Funktioniert mein Mikrofon mal wieder. Nee, schön, wenn mein Mikrofon jetzt funktionieren würde. Warte, ich stelle mein Mikrofon mal wieder ein bisschen lauter. Funktioniert. Reinkommen, funktioniert mein Mikrofon mal wieder. Schön, wenn mein Mikrofon jetzt funktionieren würde. Warte, ich stelle mein Mikrofon lauter. Ja. Wie ihr seht und wahrscheinlich auch ein paar mitbekommen haben, kurz, wir reagieren heute auf die Nintendo Direct. Ja, die auch ein paar, ja, es dauert auch eine ordentliche Sache, bis die anfängt. Ja, aber ich habe gedacht, ich starte jetzt trotzdem schon mal. Ja, ich war aber natürlich eintrudeln, bevor ich sage, was passiert. So. Aber Moment, ich muss mal kurz das Mikrofon nochmal kurz aus. So, jetzt geht's wieder. So, ja, was kann man noch erwarten? Kurz und knackig. Warte, ich warte immer noch ein bisschen mit kommen. Ah, ja, passt jetzt, genau zum Wechsel. Super. So, so, gut. Ich muss, Entschuldigung, wenn was knistert kurz, ich musste einstellen. Guck mal, ob das kurz der Ton passt. Ah, das ist echt schon, so, so, hi. Ja, wir gucken uns hier die deutsche Reaktion an. Wird auf jeden Fall so eingestellt sein. So, passt. Ja, was auch jetzt? So, ich stelle mir jetzt auf den Chat und mache das hier mal leise. So. Und ja. So, gucken wir nochmal hier, ob alles passt. Den Programm. So. Ah, da haben wir so und ich halt auch sonst was. Ah, mir geht es ja viel besser, wo ich jetzt live bin. Nicht da wüsste ich schon. Das ist ein bisschen länger her, dass ich live war. Ja. Oh, und ja. Aber ich habe mir gedacht, komm, reagieren. Ich habe eigentlich, wir fragen euch, ja. Und wahrscheinlich fragt ihr jetzt nicht, aber ich hatte eigentlich ein Vorprogramm geplant heute und es gab allerdings ein kleines Problem, deswegen mache ich halt nur die Direct. Naja. So, das war okay. Dann kann ich euch mal sagen, was ich denke, wird zu kommen. Ja, es geht mir auf den Nerven irgendwie jetzt schon, dass die Uhr da hinten gerade geschrottet worden ist. Das wisst ihr nicht, aber ich habe immer so eine Uhr, wo ich immer im Hintergrund so eine Uhr, wo ich immer drauf gucke und die ist gerade ein bisschen. Die ist nicht kaputt, ich kann sie reparieren, aber es gab gerade ein Problem damit so. Geil. Ah, jetzt ist endlich raus. Also, so. Wo haben wir denn jetzt? So. Warte, mein Wecker muss ich ausstellen. Ich habe meinen Wecker gestellt. Moment, so mache ich aus. Damit ich, falls ich einschlafe. Ist ja auch schon spät. Naja. Und ja, kurz gesagt, ja, was ich denke, wird kommen. Die Nintendo Direct soll sich sozusagen auf das erste Jahreshälfte konzentrieren. Also große Titel, die schon wissen. Wahrscheinlich, und dann große Kleinigkeiten. Vielleicht, aber ich denke, eine große Sache wird noch ankündigt. Ja, so ist.
Ich habe keine Ahnung, ob jetzt eine Überraschung kommt, weil ich erwarte ausnahmsweise mal eine Überraschung, dass was Überraschendes kommt, weil ich glaube, es muss mal wieder gemacht werden. Dieses Jahr soll ja wieder ein richtig großes Gaming-Jahr werden. Es kommen Spiele, die eigentlich letztes Jahr rauskommen sollten und dieses Jahr rauskommen. Ja. Nebenbei bin ich eingepackt mit ein bisschen was vom Super Bowl, hat man mir hier hingestellt. Danke. Es gibt ja alles USA gerade gerechtfertigt hier. Ich habe hier so eine Kiste Bonbons bekommen in den amerikanischen Farben, also Flaggenfarben. Hier bisschen blau, bisschen weiß, bisschen rot hier. Die Käsesoße war auch heute der amerikanischen. Ja, Vorprogramm mit ein bisschen was dazu. Und ja, Kirby wird kommen. Das heißt, packt eure Ohrstöpsel schon mal aus. Hm. Die Chips habe ich eigentlich mal einen Gast gehabt. Ich wollte heute eigentlich jemand noch anders reagiert, aber ähm, kein Corona, aber gab es ein privates Problem bei der Person. Und ja, jetzt bin ich nur allein. Und tut mir leid, wenn ich heute nicht so professionell bin. So. Ich hoffe, mit Ton passt alles. Ja, ja merkt schon, das funktioniert nicht. Und ja, warum ihr jetzt nicht benachrichtigt wurde, keine Ahnung. Irgendwie gab es Probleme mit dem YouTube-Benachrichtigungssystem. Ja. Es wurde irgendwie nicht in der Abo-Box angezeigt. Also deswegen wurde keine Benachrichtigung voraus. Und ja, tut mir leid, Leute, aber ich kann da wirklich nichts dafür. No, bin nervös, was kommt. Weil ich denke, ich habe mir die Leaks angesehen, ein bisschen, oder angehört. Es gab Leaks, aber nicht denken, dass das auch kommt. Es sind nur Gerüchte zu Mario Kart 9. Obwohl, was ich denke, es ist wahrscheinlicher. Also wenn es eine Tierlist ich hätte vielleicht vorab eine Tierlist machen sollen. Na Spaß. Da gibt es auch One to Switch. Kann man machen. Wer es will, gerne. Ich glaube, es gibt eine Fanbase. Äh, ich halbwegs auch dazu zähle, aber da hätten wir es erst, glaube ich, nicht rausbringen sollen, meiner Meinung nach. Ein bisschen jetzt spät für Nachfolger, finde ich. So. Dann wird natürlich das lautere. Ach nee, warte. Ja, bestätigt. Ja, dann wird wahrscheinlich. Was habe ich gesagt? Mario Kart, One to Switch und noch Themenreihe geben. Es wird vielleicht noch was zu. Es wird wahrscheinlich auch ein paar kleinere Titel angezeigt, wie GTA und vielleicht DLC noch. Oh, Cuphead könnte vielleicht noch kommen. Was ich auch denken könnte, weil es ja eigentlich Hauptspiele sind, die auch ein bisschen berühmter sind, vielleicht auch was von den Mario-Filmen, von den Sonic-Filmen, von dem. Ja, wo das ein bisschen viel für Nintendo. Es soll 49 Minuten gehen. Deswegen denke ich, dass nur wahrscheinlich die Hälfte, die ich aufzähle, kommt. Wahrscheinlich auch nur. Aber es könnte vielleicht was im Film kommen. Aber ich sage jetzt nicht zu viel. Wir sollten uns ja, obwohl jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel sagen kann oder zu wenig. Naja, puh. Wenn man nur wüsste, was kommen würde, wäre es einfacher. Ich kann zwar schon denken, es kommt und also passt. So, wo ist jetzt eigentlich meine Alarmglocke? Ach, der Ecke. Gut, packe ich das mal kurz rüber. Wobei, was, ich wechsle kurz den Modi. So, dann sollte die jetzt nochmal alternativ sein. So, ist die Alarmglocke hier drüben. So, ein kleiner, mit passt.
Ja, und es sind noch. Jetzt muss man den manuellen Timer schauen. Es sind noch ungefähr 12 Minuten. Guck mal, was das Video verfügbar ist. Ja, okay, das sind die Verfügbarkeiten. Titel sind noch nicht verfügbar. Oder allgemein nicht. Also nicht die YouTube-Untertitel. So. Ja. Wir finden übrigens, dass ich wieder mal reagiere drauf. So. So. Mhm. Mhm. Ah, jetzt kommt der Timer. Ja, gucken wir noch mal kurz, ob alles auf den Sound passt. Jetzt höre ich irgendwie nichts. Könnte auch sein, dass ich einfach nur noch die Toneinstellungen nicht angestellt habe, aber ich glaube, es kann allgemein noch nichts. Weil es ja auch nichts da. Alter, ich stelle das mal sicher selber um. So, wirklich sicher gehen kann. Gucken nebenbei alles richtig eingestellt ist bei mir. Aber ein bisschen was Japanisches angezeigt, okay. Nein, das ist falsches Video. Die noch, oder die, Entschuldigung, chinesische, oder? So. Warum schreiben die Among Us in den Chat? Ich sehe gerade das offizielle, nebenbei, guck hier. Schreiben die in Original, gerade was von Among Us? Das, Among Us, das schon draußen ist? Oder meinen Sie das Wolfe? Ja. Ist ja ein bisschen Quatsch. Ja, hier habe ich das Richtige. So. Obwohl, okay, schon, aber alles okay. So. Wie findet ihr übrigens neue Kirby-Projekt, wenn ich mal fragen kann, euch, ja, Link dazu in der Videobeschreibung. Ja. Ich habe mir erst überlegt, ob ich das überhaupt noch mache, aber ich dachte mal, komm,
Mach ich trotzdem mal. Muss nebenbei gerade irgendwie was nachdenken. Hey. Auch und wenn mir fragst, mir geht's eigentlich ein bisschen gut. Es ist nur, ich hatte nur gestern ziemlich, gestern ziemlich viel gemacht, bin ein bisschen erschöpft. Ähm, Ich habe mich aber alles nochmal überprüfen lassen. Ich bin gesund. Vielleicht ein bisschen kalte Temperatur, aber nichts gefährlich. Also bin ein bisschen unterkühlt. Heute, naja, ich hoffe, es stört das nicht. So, ja. Übrigens habe ich den Stream schon länger. Ja, übrigens, falls es man bevor ich richtig verstanden habe, ich habe den Stream schon länger geplant und auch schon es wurde mir auch in YouTube Studio schon sehr lang angezeigt, aber auf meinem Kanal wurde irgendwie das Stream nicht angezeigt. Äh, Weil ich das kriege. Ja. Mal, naja. Bin ein bisschen nervös heute. Oder einfach nur unterkühlt. Das könnt ihr selbst rausfinden. Naja. Aber ich habe hier so eine schöne Packung amerikanisch. Wie schmecken eigentlich amerikanische Bonbons? Das finden wir heute raus. Diese Woche, für diese Woche, oder sagen wir mal so, zwischen diese Woche und nächste Woche findet der Super Bowl statt. Das weiß ich, wo, ja. Wenn ihr mich fragt, ob ich jemals gesehen habe, nein. Woher weiß ich? Ja, ich, Mann, dass man so viel Aufwand dafür macht, habe ich gar nicht gewusst. Doch erst seit letztem Jahr irgendwie so in meiner Gegend so. Und dabei ist der Super Bowl hier. Es ist eigentlich nur eine Gegend so interessant, wo die Läden sind hier in der Gegend. Ich weiß nicht, ob ich ein großer Fan davon bin. Ich weiß noch nicht. Aber die Werbekampagne ist nicht sehr gut, habe ich gemerkt. Ja, jetzt. Klar, Spaß am Rande. Ja, ja, immer noch neutral. Ja. Aber Frage an euch. Interessiert ihr euch dafür? Weil ich habe es jetzt noch nie gemerkt, dass er sich groß auf extra dafür jemanden bei mir dagegen interessiert. Meine Schwester interessiert sich seit neuestem dafür. Deswegen habe ich davon mitbekommen. Und dadurch hat meine Mama es mitbekommen und dann hat sie mir Süßigkeiten besorgt. Nette Mama. Mir mal ein paar Süßigkeiten mir mal vorbeigebracht. War schön. Also mir, mein letztes Mal, als ich hier war. Vielen Dank nochmal an dich, Mama. Hey! Das ist ja irgendwas Besonderes. Okay.
Ich merke einen Unterschied zu den normalen Dingern. Das ist gut. Mhm. Mhm. Blau schmeckt nicht nach Kaugummi. Ich werde übrigens den Namen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen unnötig, erzähle. Ich werde den Namen nicht sagen von der Marke. So. Hm. Das Rote, es ist schön, es hat jeder einen Geschmack. Welcher Ron, die weiß ich einfach. Egal. Ja. Ich überlege, ob ich so einen Super Bowl mit meiner Schwester. Sie hat mich eingeladen übrigens. Überlegen, was meint ihr? Soll ich da hingehen? Übrigens Football. So. Und nein, das ist nicht mit Fußball zu tun. Das ist das Spiel, womit man so einen länglichen, also einen ovalförmigen, 3D-ovalförmigen Ball hat und den werft. Oh, 5, 4, es geht los. Ruhe. Entschuldigung, haben keinen mitbekommen. Peggy 18. Ja, alle müssen 18 sein. Covid-19. Ja, das schön mit der bleiben. Peggy 18. Habe ich das selber gespielt bekommen? Moment. Fire Warriors. The cycle of this world, I will not allow it to perish with you. Überrein. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodland. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodland. And now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Then death. Okay. 皆さんこんにちは。 Hallo. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. Oh. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience.
flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Frenemies, berühmtes Wort. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Ich weiß nicht, was ich gewonnen hat. Erstmal über was sehe. Also, hab ich. Fußball. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Platoon. Helikopter? Das ist Platoon. Ja! Das ist der
diese... Oh, nein! Nein! Das kommt doch mir irgendwie bekannt vor. Den Job... Geil, den Monat mach ich. Ja! Ärger sammeln! Ich habe eine neue Ulti gesehen. Kann ich sagen, mit dem Modus wieder feiern, aber ja, das wäre besonders wenn auf einmal jemand rausgeht aus dem Map. Aber da wo ist jetzt noch? Was noch? Ja, wow! Hä? Oh oh! Sorry Mode! Sorry Mode? Ja. Nein, Mann! Nächste Welle! Ah! ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Vanzers at the ready. Was ist das? Transformer? Nee. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Nintendo. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Wow. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into
to these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls, enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople, interact with historical figures, and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Laut Ohrtips bereithalten. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this.
Oh nein, das schreckt mich. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive. Ich will noch einen Trailer sehen. So, jetzt sagen Sie mir Dito. Oder?
Guck mir mal so an. Ich will sogar nicht noch mal kurz da reinschauen. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作、任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目、バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block! Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike! The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time.
All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、様々な技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready! The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? Awesome. The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty.
This free update launches shortly after this presentation. Wird ebenfalls aktualisiert. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch. Das hätten wir noch mal schöner machen können. Ah, das. Aber ich vor kurzem an die Private-Video gesehen. Extra. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Das finde ich mir so interessant. Habe ich ja, also wird ich ja die Polizei mal zu spielen. Ah, was bitte? Ja, voll. Da bin ich auch gleich. Okay, ein Kinderding. Super, ganz mein. Von der Bauch habe ich schon mal vorgestellt, schon längere Zeit her. Geil. いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度、歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Chaco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost
with the Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Ja, ich hab so Mist. いかがでしたか？ Okay. マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Das sind 2 Bilder, gell? Da ist ja Felder. Fighting in order to live Eine Pokémon-Flöte. and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. September 20. Etwas für meine Freunde. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Nein, ist noch nicht vorbei, oder? Ist vorbei? Okay. Ja, das war's mit dieser Nintendo Direct. Ja. Wir sind noch hoffentlich noch live. Ja. Und der WLAN-Anbieter sagt auch mal wieder was zu. Wieder. Ich hoffe, das Video ist trotzdem noch gut erhalten geblieben. Ja. Was soll man dazu sagen? War schön, aber es wird wieder viel es wurde gemolken wieder. Also Kirby Trailer war das, glaube ich, das Beste. Also für mich, Portal habe ich gedacht, ich habe Gefühl, das ist für euch die Pandemie verschoben worden. Ich habe Gefühl, es sollte eigentlich schon längst vielleicht schon drauf sein. Habe irgendwie das Gefühl bekommen, weil es sah schon sehr gut aus. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt die Reaktion von Domi noch nachträglich reinziehen. Euch wünsche ich einen schönen Abend. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es war. Tut mir leid, heute noch, ich wiederhole mich nochmal, dass es nicht so professionell war. Ja. Viel Stress, viel Probleme, ein bisschen Nervosität, Druck und ich musste noch viel erledigen noch so. Heute so. Und dann, oder wie gesagt, in den nächsten Stunden so. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich grüße die Abo-Box mal wieder. Ich hoffe, es ist wenigstens erschienen, seitdem ich live gegangen bin. Kann ich nicht garantieren, von vorne die Abo-Box gesponnen. So. Und hallo an den einen Zuschauer, der gerade aktiv ist. So, und dann, ja. Deswegen empfehle ich euch immer in Discord zu gucken, wann die neuen Videos rauskommen. Hat er nicht gepostet, seitdem ich es geplant habe. So. Dann nichts verpassen. Link in der Videobeschreibung, so wie zu anderen Projekten. Und ja,
Wer noch nicht getan hat, kann liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Und das Video an alle Leute halt, ihr kennt alle. Und dann sehen wir uns bei einer anderen Sache wieder. Oder vielleicht sogar bei der anderen Reaktion. Dann, obwohl, warte, was ich noch kurz gucken möchte, ist, warte, was soll ich? Ach, man kann zurückspulen mal, ausnahmsweise mal. Guck mir auch kurz an, was so, ja, auf jeden So Fall. glad you're here. Ah, das ist der Cube für Portal. Aber ich gucke mir nur kurz an, ob das echt bestätigt ist. Das gucken wir. Aber auf jeden Fall Kirby war schön.